Schau dir das Video bis zum Ende an, denn du wirst in wenigen Minuten lernen, wofür andere im Deutschkurs ein ganzes Jahr brauchen. Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen in der Linkster Academy. Ich bin deine Deutschlehrerin Julia und im heutigen Video lernst du alle 6 Zeiten, die wir im Deutschen haben. Welche sind das? Präsens, Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt, Futur 1 und Futur 2. Das hört sich viel komplizierter an, als es ist. Also keine Panik. Hol dir auch auf jeden Fall das kostenlose E-Book, das ich für dich gemacht habe. Dieses Einmaleins der Grammatik bietet dir alle wichtigen Themen im Überblick mit vielen Übungen und Lösungen. Es ist eine neue Version für dich, damit du noch schneller und besser Deutsch lernst. Den Link findest du unter dem Video. Was ist das überhaupt? Zeiten. In der Grammatik nennen wir sie Tempora. Eine Zeit ist ein Tempus. Ganz einfach. Man braucht ein Verb, zum Beispiel schlafen oder essen. Dieses Verb hat verschiedene Aufgaben. Es zeigt dir nicht nur, welche Person etwas macht, sondern auch, wann sie es macht. Die Formen schlafen und essen zeigen dir keine Person und keine Zeit an. Deshalb nennt man diese Form Infinitiv. Als Beispiel für das heutige Video nehmen wir eine bestimmte Situation und die lernst du in allen 6 Zeiten, okay? Und das Beispiel ist: Ich lerne Deutsch. Ganz simpel und für jeden von euch von Bedeutung. Dieses Beispiel steht schon in der ersten Zeit, die wir uns jetzt anschauen. Das Präsens. Ich lerne Deutsch. Wusstest du, dass man mit dem Präsens nicht nur über das Jetzt, also die Gegenwart, und die Zukunft sprechen kann, sondern auch über ganz Allgemeines und über die Vergangenheit? Hier mal 4 Beispiele. Die Gegenwart. Ich lerne Deutsch. Wenn du das zu einem deutschen Muttersprachler sagst, dann versteht er direkt, dass du momentan Deutsch lernst. Nicht, dass du jetzt gerade am Schreibtisch sitzt und lernst, sondern dass du allgemein im Prozess bist, Deutsch zu lernen. In unserer Sprache gibt es keine Jetzt-Form wie im Englischen I am learning German oder im Spanischen Estoy aprendiendo alemán. Du kannst aber das Wort gerade benutzen, wenn du sagen willst, dass du jetzt im Moment Deutsch lernst. Ich lerne gerade Deutsch. Die Zukunft. Neben dem Futur 1 benutzen wir hauptsächlich das Präsens, um über Dinge zu sprechen, die wir zu einem späteren Zeitpunkt machen. Aber Achtung! Du musst eine Zeitangabe machen, zum Beispiel morgen, in 3 Wochen oder 2023. Sonst denken wir, dass du dich auf das Jetzt beziehst. Also, ich lerne nächstes Jahr Deutsch. Ich lerne irgendwann Deutsch. Allgemeines. Was bedeutet das? Die Zeit ist ganz egal, weil Allgemeines immer gilt. Zum Beispiel, eine Woche hat 7 Tage. Die Erde kreist um die Sonne oder Wasser ist flüssig. Immer, oder? In Bezug auf unser Beispiel könnte man sagen, in Deutschland lernen Kinder in der Schule Deutsch. Das ist immer so, ganz egal wann. Die Vergangenheit. Das ist ein bisschen speziell. Vielleicht kennst du das aber auch in deiner Sprache.
Hier ein Beispiel. Ich muss dir erzählen, was mir letzte Woche passiert ist. Ich sitze im Kurs und lerne gerade Deutsch und plötzlich klopft es an der Tür. Und wer steht da? Meine Mama. Sie kommt einfach 2000 Kilometer mit dem Flugzeug, um mich zu überraschen. Warum benutzt man hier das Präsens? Weil die Situation dadurch interessanter und präsenter wird. Das macht man auch bei Witzen so, damit der Zuhörer sich den Kontext besser vorstellen kann. Übrigens, ich habe schon ein Video nur über das Präsens gemacht. Schau es dir an, wenn du darüber noch mehr wissen willst. Und wir machen direkt weiter mit dem Präteritum. Manchmal hört man auch das Wort Imperfekt, vor allem in der Schule. Wir begrenzen uns hier aber nur auf den Begriff Präteritum. Ich lernte Deutsch. Das Präteritum benutzt man nur für die Vergangenheit und wenn etwas beendet ist. Man benutzt es vor allem in geschriebenen Texten, zum Beispiel in der Zeitung, in Erzählungen, in Berichten und so weiter. Das heißt, du benutzt das Beispiel Ich lernte Deutsch, wenn du in einem schriftlichen Text sagen möchtest, dass du früher Deutsch gelernt hast. Und hier sind wir auch schon beim Perfekt. Ich habe Deutsch gelernt. Warum erwähne ich jetzt das Perfekt? Weil man mit beiden Zeiten über die Vergangenheit sprechen kann. Und im Prinzip gibt es keinen wirklichen Unterschied. Im Englischen ist der Unterschied viel größer, aber bei uns sagt man Präteritum beim Schreiben, Perfekt beim Sprechen. Man hört sehr selten Menschen sagen, gestern ging ich in die Stadt und kaufte neue Kleider. Danach aß ich ein Schnitzel und trank dazu eine Cola. Für mich als Deutsche klingt das in der Alltagssprache sehr, sehr komisch. Ich würde sagen, gestern bin ich in die Stadt gegangen und habe mir neue Kleider gekauft. Dann habe ich ein Schnitzel gegessen und eine Cola getrunken. Achtung, beide Formen sind korrekt. Du darfst das Präteritum beim Sprechen benutzen. Das machen zum Beispiel viele Professoren. Und auch in den Nachrichten hört man das oft. Aber wundere dich nicht, wenn man dich auf der Straße dafür komisch anschaut. Es gibt wie immer Ausnahmen. Die Verben haben, sein und die Modalverben wie können oder müssen benutzen wir im Präteritum, wenn wir sprechen. Also, ich war gestern Mittag in der Stadt und abends hatte ich Besuch von meiner Freundin. Nachts konnte ich nur schlecht schlafen, weil ich mehrmals auf die Toilette musste. Übrigens, das Präteritum bildet man mit einem Verb, also hatte, kam, wurde, war etc. Aber das Perfekt ist eine Kombination aus zwei Verben, den Hilfsverben haben oder sein und dem Partizip 2. Das Partizip 2 ändert seine Form nicht. Wenn es um Bewegungen oder Zustandsveränderungen geht, dann braucht man das Hilfsverb sein. Ich bin gefahren oder ich bin eingeschlafen. Tatsächlich gibt es manchmal einen kleinen Unterschied in der Bedeutung. Hier zwei Beispiele. Ich kochte und ich habe gekocht. Wir verstehen ich habe gekocht so, dass das Essen jetzt fertig ist und wir uns an den Tisch setzen können. Wenn du aber ich kochte sagst, dann ist das schon länger her und es gibt jetzt leider kein Essen mehr.
Das ist dann ungefähr so wie im Englischen das Simple Past, I cooked, und das Present Perfect, I have cooked. Aber da du ja beim Sprechen normalerweise kein Präteritum benutzt, ist das im Prinzip egal. Wenn du mehr über das Thema wissen willst, dann schau dir mein YouTube-Video über den Unterschied zwischen Perfekt und Präteritum an. Damit kommen wir auch schon zum 4. Tempus, dem Plusquamperfekt. Darüber gibt es ganz schön viel Verwirrung. Die gute Nachricht ist, wir benutzen es eher selten, vor allem beim Sprechen nicht. Die schlechte Nachricht, viele Deutsche benutzen es leider komplett falsch und deshalb lernen viele Ausländer es falsch. Aber keine Sorge, gleich weißt du es besser. Hier mal 2 Beispiele, damit du verstehst, wann man das Plusquamperfekt benutzt. Gestern habe ich zum ersten Mal das neue Handy benutzt, das ich schon vor 2 Wochen gekauft hatte. Gekauft hatte ist das Plusquamperfekt. Was fällt dir auf? Es gibt 2 Aktionen in diesem Satz. Zum einen das Benutzen des Handys und zum anderen den Kauf des Handys. Sind die beiden Aktionen gleichzeitig passiert? Nein, denn einmal ist die Rede von gestern und dann von vor 2 Wochen. Und jetzt, Achtung! Welche Aktion ist zuerst passiert? Der Kauf des Handys, oder? Und dann, erst 2 Wochen später, habe ich es zum ersten Mal benutzt. Von welcher Aktion spreche ich im Satz zuerst? Von der zweiten, nämlich der Benutzung des Handys. Jetzt will ich aber sagen, was davor passiert ist, und dafür braucht man das Plusquamperfekt. Das heißt, man benutzt es nur, wenn man schon über die Vergangenheit spricht und dann sagen will, dass etwas noch früher passiert ist. Deshalb nennen es viele auch Vorvergangenheit. Hier noch 2 Beispiele. Gestern habe ich endlich die Schlüssel wiedergefunden, die ich letzte Woche verloren hatte. Als ich um 23 Uhr im Restaurant ankam, hatten alle meine Freunde schon gegessen und ein paar waren sogar schon nach Hause gegangen. Klar, 23 Uhr ist ja auch ziemlich spät, oder? Siehst du, du kombinierst das Plusquamperfekt nur mit einem Perfekt oder einem Präteritum, nicht mit einem Präsens und auf keinen Fall mit dem Futur. Das heißt, es steht nicht alleine, es braucht eine andere Vergangenheitszeit, sonst ist es nicht logisch. Das Plusquamperfekt ist eine Kombination aus den Hilfsverben haben und sein und dem Partizip 2. Im Prinzip ist es ein Perfekt, nur in der Vergangenheit, genau wie das englische Past Perfect. When I arrived at the restaurant, my friends had already eaten. Oft benutzt man es mit nachdem, und damit kommen wir zu unserem Beispielsatz. Letztes Semester konnte ich mein Studium in Berlin beginnen, nachdem ich richtig gutes Deutsch gelernt hatte. Erst Deutsch lernen, dann studieren, oder? Und damit will ich dir die Frage beantworten, warum man das Plusquamperfekt so selten verwendet. Weil man normalerweise von Anfang bis Ende erzählt und nicht von Ende bis Anfang. Verstehst du? Also keine Sorge, du musst das Plusquamperfekt nicht benutzen, außer für eine Prüfung. Du solltest es aber verstehen. Kurz durchatmen und auf die Schulter klopfen.
denn du hast jetzt 4 unserer 6 Zeiten gelernt. Gib jetzt nicht auf, die letzten beiden Zeiten sind ein Kinderspiel für dich. Man benutzt das Futur 1, wenn man über die Zukunft spricht. Und vor allem dann, wenn man Pläne oder Erwartungen in der Zukunft hat. Ich werde Deutsch lernen. Bald wirst du endlich die deutsche Grammatik besser verstehen. Du wirst deine Deutschprüfung bestehen. Wie du siehst, bildet man es mit dem Hilfsverb werden und dem Infinitiv, also der Grundform ohne Zeit oder Person. Man kann damit auch ein Versprechen ausdrücken. Ich werde dich für immer lieben. Es gibt aber auch noch eine andere Möglichkeit, das Futur 1 zu benutzen. Weißt du, wo mein Handy ist? Es wird auf dem Tisch liegen. Das heißt, dass ich glaube oder dass ich sicher bin, dass es auf dem Tisch liegt. Man kann damit also auch eine Vermutung in der Gegenwart ausdrücken, also im Jetzt. Das nennt sich modaler Gebrauch. Übrigens, man kann auch problemlos das Präsens verwenden, um über die Zukunft zu sprechen. Aber Achtung, du solltest nicht vergessen, eine Zeitangabe zu machen, zum Beispiel morgen, nächste Woche oder in 5 Jahren. Bei Vermutungen im Futur 1 kann man auch das Wort wohl benutzen. Dein Handy wird wohl auf dem Tisch liegen. Also wahrscheinlich liegt es auf dem Tisch. Es gibt im Prinzip keine strikten Regeln, wann du das Präsens und wann das Futur 1 benutzen musst. Also kannst du ganz cool bleiben, irgendeine der Formen wird schon richtig sein. Zum Abschluss schauen wir uns das Futur 2 an. Und das hat im Deutschen 2 Aufgaben. Man kann damit einerseits über die Zukunft sprechen, aber andererseits auch über die Vergangenheit. Zuerst die Zukunft. Stell dir vor, du hast am 1. Dezember eine Deutschprüfung. Das heißt, am 2. Dezember wirst du die Prüfung schon geschrieben haben, also Prüfung fertig. Noch ein Beispiel. Gerade lernst du das Futur 2. Bis zum Ende des Videos wirst du das Thema verstanden haben. Und hier noch unser Beispiel. Ich bin seit einem Monat in Deutschland und lerne jeden Tag. In den nächsten 2 Jahren werde ich auf jeden Fall Deutsch gelernt haben. Ich werde Deutsch gelernt haben. Das heißt, man spricht darüber, dass etwas in der Zukunft beendet sein wird. Das ist eine Bedeutung des Futur 2. Die Bildung dieses Tempus ist ein bisschen komplexer, denn du kombinierst eigentlich das Verb werden aus dem Futur 1 mit dem Perfekt, zum Beispiel gelernt haben. Verstehst du? Mit der zweiten Bedeutung kann man Vermutungen über die Vergangenheit ausdrücken. Und das ist dann eine modale Bedeutung, so wie sie auch beim Futur 1 existiert. Schau mal, weißt du, was Peter gestern Abend gemacht hat? Keine Ahnung, er wird einen Film geschaut haben. Ich denke also, dass er einen Film geschaut hat. Noch ein Beispiel. Warum ist der Spiegel von deinem Auto kaputt? Jemand wird ihn kaputt gemacht haben. Das heißt, dass ihn wahrscheinlich jemand kaputt gemacht hat. Das war jetzt mal eine Zeitreise durch die deutschen Tempora. Hast du etwas Neues lernen können? Wenn ja, dann schreib es in die Kommentare. Wenn du noch mehr lernen willst, dann folg mir auch auf Instagram und auf TikTok. Ich sag Tschüss, bis zum nächsten Video, deine Julia.